Oh, would you like to know why we are here? Yeah, please. So we're showing how the animals are being enslaved and used as objects for what we eat and what we wear. And we're here to talk about veganism. So what did you see here already? Like how they're killing cows. Yeah, those are the baby cows in the milk industry, the calves. Why do you think does that happen? Do you know? Yeah, to produce milk. Exactly, yeah. It's like in the milk industry, we take the calf away from the mother so that we can take her milk. For a long time, I didn't know that every mammal only makes milk for her babies. Baby. Yeah, exactly. So in order for us to have milk or cheese, this is what happens with animals. And yeah, so every cow that is also abused for her milk also gets killed at the end of the day, because at some point they're spent. This is a spent cow. It's called a downer cow, because they're so weak that they can no longer get up for all the milk that they make. What do you feel when you see something like that? Horrible. It's horrible, right? And since we feel horrible, like we wouldn't feel that way if somebody were cutting up a potato, right? Yeah. Yeah. So obviously these animals, they can feel and suffer, and we suffer with them. We suffer as one. So why do you think does that happen? Why does that does it have to happen? I guess people are blind by money when it comes Yeah, exactly. It's like the consumer, we buy stuff and we say, hey, we want more product that is made up of dead animals or animal excretions. So that's the consequence of what we do. We're paying for this to happen if we consume animal products. But do you think that it's like necessary for human health to eat animal products? You don't know? Okay. For a long time, I didn't know either. I actually also studied medicine, and we were not taught anything about veganism. But at some point, I noticed, oh my God, all doctors are kind of fat or very, very untrained, and they look just like normal folks. They have the same diseases because we are not trained when it comes to nutrition. So I found my way into plant-based nutrition, and I found out, hey, there is a medical consensus, just as surely as the world is round, like this is a globus, we can now state that there is no single nutrient that we cannot find in purely plant-based products that we need to take from animals or their excretions. Only vitamin B12, and vitamin B12 is a vitamin that is either produced by bacteria in the soil or can also be fermented and made by herbivorous animals. We also produce vitamin B12, however we make too little. But the safest way for omnivores, so non-vegans, and vegans to cover their vitamin B12 needs is actually by taking a supplement, because these animals are also only being supplemented, just like we are putting iodine into salt. I know that is a lot of information now, but bottom line is we can actually live a healthy and thriving life on a purely plant-based diet. The Academy of Nutrition and Dietetics, that's the biggest nutrition organization in the whole world, they stated clearly that a vegan diet is proper for any stage of life, be it as a pregnant person, as a toddler, or as a very super sporty, extreme sport person, and can even help prevent multiple diseases like cardiovascular disease or obesity and stroke and some forms of cancer. So since we now know that it's actually not necessary from a health perspective to do this to animals, why do you think that you still consume animal products until this point? How did that happen? I guess it's how I've been raised and grow, like it was something normal. Exactly, yeah. We were taught this by our parents, it's the tradition. Yeah. Another reason for many people is the traditional taste that they're used to, the convenience of not having to think about it when you go to shop, and also the social convenience of having fear of missing out when going to a grill party, or actually also being excluded by friends and family when you tell them, no, I don't contribute to this animal suffering anymore. But are these few reasons a good reason to do this to animal? A good excuse? I don't think so. No. But I have a question. Would that be convincing to people to convince them that consuming plants and to get enough nutrition from plants is enough, and it's cheaper? It's also cheaper, yeah. So there are many benefits to a purely plant-based diet. It can be more expensive if you only go for Beyond Meat. Maybe you've heard of that already, or some super alternative like mock meats.
you know mock meats? There are plant-based schnitzel, plant-based burgers, plant-based doner. Maybe you've seen that or eaten that already. And sometimes these are a little bit more expensive because they're not yet subsidized by the state. However, animal products are heavily subsidized because it does not make sense that a little bit of pea protein mushed into a schnitzel form is more expensive than a dead animal who had to eat, had to drink water, who had to be cared for. So this is only, the price difference can only be because of the subsidization. But if you want to use that reason that it's cheaper for people to make them go vegan, that's not something that I would support, because I wouldn't go to someone and tell them, please stop hitting your child because it's better for your palm. Yes, exactly. You see my reason? So of course it can be healthier, it can be cheaper, it can be better for the environment, a purely plant-based diet. But what we are talking about here shouldn't be the benefits for the oppressor to stop, but it should be the fundamental rights of the victim not to be treated as an object that we are talking about. And veganism simply grants everyone the right to be left alone, to have a right to their physical integrity. So this is the argument that I'm trying to make here. Maybe you're a very healthy, a person who has a lot of money, so you would not be motivated by the factors of health or cheapness of the plant-based diet. But this factor of not harming others is something that is intrinsically in every one of us. So, have you heard about speciesism already, the word? Speciesism? Can you elaborate? Yeah, sure. So racism is something that is obvious, I think, to most of us. That, for the most common example is black person is bad and I can treat him as an object because he is black. And the same goes for other forms of discrimination. Sexism, woman is bad because she is a woman, and in speciesism, it's about the non-human species. So we discriminate into humans and non-human species, and we as humans put us on the top of the hierarchy as a fascist principle and say we may have dominion over everyone else just because we are human and they are not. But is species a good, ethically discriminatory factor to do that to animals? No. So if we are against racism and sexism and discrimination on the basis of a trait that it does not ethically matter, then we must also abolish speciesism in our life. And how do we abolish speciesism? By being vegan as the first fundamental step, and then also by raising our voices for the animals who are being discriminated, we are discriminating against. And that is by doing any form of activism. This is why we don't only talk about veganism and please eat a plant-based diet from now on, but I also say, hey, if you see veganism as a social justice movement, which it is for the non-human animals, then you must treat it as such. That means if you do not tolerate racism or sexism in your circle of friends, then you must also speak up against speciesism in your circle of friends. And of course, most people would probably understand if they make a racist joke and you tell them, hey, that was racist, because our society is always already, especially in your age group, very much on the social justice movement. We are against racism, but they are not yet against speciesism. So we must show them the parallels to the different forms of discrimination and tell them, yo boy, if you are against this, then you must also be against mistreating animals in the same exact way, enslaving them, holocausting them in the same way. Because what would we call it if there were humans in these industries right now? Mass murder, slavery, a Holocaust perhaps. So activism means for you that if you have friends who are not yet vegan, and I guess that you have, that you maybe start this kind of conversation that I'm having with you right now, and just do not tolerate it when they say, I will reduce, you are right, I will only eat organic from now on. Because we would not adhere to these principles if it were about any other form of injustice. We wouldn't say, okay, I'll only hit my wife twice a week, you're right. So what we have here is not the reductionist principle of veganism, but we are trying to communicate the absolute abolition of it. So not being vegan is not okay. It sounds crass at the beginning, but if you start to think about it, veganism only means being non-violent. So obviously being violent or treating someone as an object and discriminating against them must be wrong. But I gave you a lot of information now. What will you do from now on? I guess I was already interested because my roommate is already vegan, and it was like really interesting to hear that from your side. Because as I'm sorry, I don't no offense. I like to eat meat,
it's like something. I used to love that too. Yeah, and like, I mean, I was considering becoming a vegan because, like, obviously I like animals, Yeah. and having pets already made me become more emotional, and it made me realize, like, They're persons, they're yes, individuals. exactly. Yeah. So what you said before, the thing with the taste, it's first of all, no offense towards me, because I'm not the one in the gas chamber, you know, the animals. Yeah. But we have to just understand, if you said, okay, taste was a good reason for you, or the comfort, we already said, are those good reasons? No, not really. And it's very strong of you for a character if you say, hey, I heard this now a second time. Yeah. Do you think that you will go vegan now? Yeah. Congratulations for taking this step, for being so strong that you don't tell me, oh my God, you're way too radical, I'm off, I'm gonna eat a steak now. Because many people do that. I would like to give you a card right now, if that's okay, for more information. We don't want money, we don't want signatures. I know this is English, but it's weird. If you want to join this form of activism where we talk to people, we are here once a week, unless, just not next week because I'm in Berlin. But you can join a WhatsApp group if you would like to. Also your vegan friend if she wants to, and become active with us. But activism really means everything from posting memes on the toilet to running into slaughterhouses with a torch. Yeah. So there's a big everything that disrupts the mainstream non-vegan thing. Also on this page, an3x.org, there's more information about what speciesism again is, so that you can hear it again. And I also have a movie there that's called Why Vegan? It just takes 8 minutes. And I would ask you just look at this, take an evening of your time, and make this decision for your life. Thank you very much. If I take a picture of it? Sure. instead of, Sure. like, Oh, taking- of course. Yeah. Yeah. That's fine. Yeah. And the other side. Yeah. It just says why also you vegan, and if you still have vegan. That's just in the translation. That's all. Thank you so much. Thank you so much. It was a pleasure talking to you. You too. Have I a- would definitely consider speaking to my friends and my family about Awesome. it. And if you want to join here, my name is Rafaela. I'm Nice also to in the meet you. WhatsApp group, and I wish you a pleasant vegan life. Thank you so much. Thank you so much. Have a good Goodbye. day. Bye. Hi. Hallo. Also wir zeigen, wie Tiere ausgebeutet werden in Ja, der okay. ganz normalen Tierindustrie, Massentierhaltung, aber auch Bio. Es ist nur gerade sehr dunkel. Es ist gerade aus, Moment. Okay, nein, ich habe leider keine Zeit. Aber findest du das schlimm, wenn du ja, sowas siehst? Was sicher, kannst ja, du das dagegen weiß ich. machen? Ja, ja, kein Fleisch essen. Genau, und Milch und Beispiel- Käse ist genau das Gleiche, also alle tierischen Produkte. Oder Chick, was keine. Denkst du, wir können gesund und glücklich sein als Veganer? Ja, glaube ich schon. Aber ich glaube, dass wir ganz anderes Problem gerade vor uns haben. Naja, aber selbst wenn wir andere Probleme haben, ist das ein Grund dafür, andere ins Schlachthaus zu Nein, schicken? eh nicht. Warum tust aber du's wenn, dann? Naja, wenn die Atombomben niedergeht, ist Ja. mir echt egal. Das stimmt Wo schon, die aber Viecher sind. im Moment ist es ja nicht so. Und nachdem Nein. könntest du ja alles begründen, was Ja. Gewalt ist. So, Ja, hey, tue ich, ich, ich tue ja. aber du Das würdest ist ja mir nicht egal. zum Beispiel Menschen ins Schlachthaus schicken und sagen, ja, ist ja egal, wenn die Atombomben niedergehen, dann ist ja eh alles Wohl, wurscht. ist mir wurscht. Das Okay. Beste, was im Planeten passieren konnte, ist, wenn die Menschen die Rasen bis zum Grund Ja, haben. das stimmt schon, aber ist das im Ja. Moment für dich ein Grund, Gewalt an anderen auszuüben, absichtlich, wenn du es vermeiden kannst? Weil Ja, tue ich nicht nicht. vegan sein ist ja gewalttätig nicht. zu Tieren zu sein. Ja, das stimmt. Und du kannst ja Ja. einfach nicht vegan, also du kannst einfach vegan sein und nicht mehr gewalttätig an Tieren sein. Das stimmt, kennt ihr noch. Und was hält dich dann davon ab? Eben der Grundglaube, dass wir untergehen. Ja, ja, wir werden schon alle untergehen, aber selbst wenn wir morgen untergehen, ist das für mich heute kein Grund, dich ins Schlachthaus zu Nein, schicken. nicht, aber ich glaube nicht an einer Höhe oder irgendwas. Ich glaub Nein, nein, was? an einer Auch Höhle. wenn ich nicht in die Hölle komme, möchte ich dir jetzt gerade keine Gewalt antun, weil ich möchte keine Gewalt erleben. ist ja voll Also okay. ich Ich muss möchte an auch keinen... keine Gewalt erfahren. Genau, und die Tiere möchten auch keine Gewalt erleben. Also stellt sich nur die Frage, wirst du ab jetzt aufhören, ihnen Gewalt anzutun? Nein, leider nicht. Dann wünsche ich dir, dass dir genau das passiert, was du den Tieren antust. Okay, Oder dass du danke. einfach vegan lebst. Passt, danke. Tschüss. Schönes Leben als Tierquäler. Magst du wissen, warum wir da sind? Also wir zeigen, wie die Tiere ausgebeutet werden. Ganz normale Massentierhaltung, aber auch ganz normale Biotierhaltung. Und wir sind hier, um über Veganismus zu sprechen. Was siehst du da? Hast du schon ein bisschen was gesehen? Wollen wir ein bisschen näher rangehen? Ja. Also was du da jetzt gerade siehst, zum Beispiel Tiere in Tierversuchen, die ganz standardmäßig für jedes Medikament oder auch für ganz viele Make-up-Produkte verwendet werden. Ja, so eine Kuh aus der Milchindustrie. Weil viele Vegetarier denken ja, sie tun schon viel für die Tiere oder wegen ihnen wird kein Tier mehr ausgebeutet. Aber jede einzelne sogenannte Milchkuh wird ja am Ende des Tages, sobald sie verbraucht ist, weißt du schon, getötet. Und ja, also wir behandeln ja Tiere wie Ware. Und würdest du sagen, die können so fühlen wie wir? Oder was fühlst du, wenn du sowas siehst? Schon schrecklich. Schon schrecklich. Es ist auf jeden Fall was anderes, als wenn wir jemanden zuschauen, wie er Kartoffel schneidet, würde ich sagen.
Also auch wenn sie vielleicht nicht genauso verstehen wie wir oder fühlen wie wir, ungefähr so wie ein Kind, glaube ich, könnte man sagen. Und wir haben Empathie mit denen. Glaubst du, muss das sein? Schon. Wieso dann? Fahrrad wird schon wichtig sein, und trotzdem Lebewesen. Nein, aber müssen wir Tierprodukte essen? Muss diese Industrie passieren, ist meine Frage. Das kann ich schon beantworten. Also ich glaube, da sind Meinungen ziemlich verschieden. Also es gibt einen wissenschaftlichen Konsensus und das ist ungefähr so sicher, wie das die Erde rund ist, dass wir alle Nährstoffe, die wir brauchen können, auch von rein pflanzlichen Quellen bekommen können, beziehungsweise als Nahrungsmittelsupplement im Fall von Vitamin B12. Das heißt, wir können alle Proteine bekommen aus pflanzlichen Produkten, Linsen, Bohnen, Hülsenfrüchte, wir können komplexe Kohlenhydrate aus Getreide oder irgendwelchen Kartoffeln und so weiter bekommen und wir können gesunde, glückliche Veganer sein. Weißt du, was Veganismus ist? Wir haben schon mal ein bisschen was davon gehört. Also Vegetarier, ich erkläre es einfach nochmal, damit wir uns hier klar sind, das bedeutet einfach nur, dass man kein Fleisch isst. Und Veganer, das ist eine moralische Lebenseinstellung und keine Diät oder Ernährungsweise oder ein Umwelttrend, wie manche denken, sondern das heißt einfach, dass man die Tiere in Ruhe lässt. Und in deinen Handlungen bedeutet das, dass du keine tierischen Produkte isst, kein Milch, kein Käse auch nicht, keine Eier und dass du auch nichts vom Tier anziehst und auch kein Make-up benutzt. Und soweit wie es praktikabel und möglich ist, das ist die Definition von Veganismus, auch keine Medikamente benutzt, die an Tieren getestet wurden. Und wir alle sind Veganer, wir sind von Anonymous for the Voices und wir sind hier, um unsere Stimme den sogenannten Stimmenlosen, beziehungsweise deren Stimmen wir unterdrücken, zu geben, den Tieren. Weil wir haben zum Beispiel in Linz ein Schlachthaus, aber keiner redet darüber, dass wir jeden Tag da fühlende Lebewesen, so wie du und ich, hinschicken, um ihnen in den Kopf zu schießen, nur damit wir ihre Körper essen können. Das heißt, wenn wir jetzt eigentlich wissen, dass wir es gesundheitlich nicht brauchen und dass es sogar Vorteile haben kann, sich rein pflanzlich zu ernähren, warum glaubst du, isst du tierische Produkte? Was ist so warum glaubst du? Also ich bin halt damit aufgewachsen. Voll. Wir alle sind damit aufgewachsen. Also für die meisten Leute ist es halt so Tradition und Umfeld. Dann kommt für viele noch der gewohnte Geschmack dazu und dass es halt bequem ist, nicht drüber nachzudenken. Genau. Einfach einkaufen, nach dem Fortgehen halt einen Döner holen und so weiter ist gut. Sind das gute Gründe, um Tiere ins Schlachthaus zu schicken? Nicht wirklich. Nicht wirklich, gell? Und du bist ja gegen Tierquälerei, gell? Aber die Tierindustrie, glaubst du, geht das ohne Tierquälerei? Ich glaube eher nicht. Nicht, gell? Weil viele sagen dann, oh Gott, das ist echt furchtbar, was ihr hier macht. Jetzt esse ich nur noch Bio oder nur noch einmal in der Woche. Aber Bio heißt ja meistens, dass ein Huhn dann statt diesem Fleckerl Platz 2 Fleckerl Platz hat und so weiter und so fort. Und selbst wenn ein Tier so bio ist wie wir zwei gerade, weil wir sind voll die Bio-Menschen, wollen wir heute trotzdem nicht ins Schlachthaus fahren. Und deswegen sage ich halt immer, wir sind nicht für kleine Schritte, wir sind nicht für Vegetarismus, sondern, oh Gott, nein, das Arme. Wir sind halt dafür, dass die Leute verstehen, okay, ich bin eigentlich dafür, dass ich nicht als Ware benutzt werde. Und Frauen wurden auch mal als Ware benutzt. Und genauso wenig die Tiere. Und diese Diskriminierungsform nennt sich in dem Fall nicht Sexismus, so wie das bei Frauen war, oder Rassismus, wie bei schwarzen Sklaven, die als Objekte benutzt wurden, sondern Speziesismus. Und das ist eine Diskriminierungsform, das ist die größte Diskriminierungsform auf dem Planeten, aber die von der am wenigsten Menschen wissen. Und vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, so, wenn wir uns hier umschauen, sehen wir hier und da mal Leute mit Hunden, aber die würden wir nie ins Schlachthaus schicken. Ja. Aber wo ist denn der Unterschied zwischen Hunden und zum Beispiel Schweinen? Ich weiß, schwere Fragen, viel. Ja. Und das nennt sich eben Speziesismus. Und der zweite Schritt ist dann nicht nur, dass wir zwischen Haustieren und sogenannten Nutztieren unterscheiden, sondern eben zwischen Menschen und anderen Tieren, dass wir uns drüber stellen und sagen, wir dürfen alle anderen Tiere benutzen, einfach nur, weil sie keine Menschen sind. Und das ist genau das gleiche Gedankengut wie beim Sexismus und beim Rassismus. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin gegen Rassismus. Du auch? Und wenn wir nicht rassistisch sein wollen, glaubst du, können wir dann speziesistisch sein? Macht das Sinn? Das macht es halt, wenn es wirklich so arg schlimm ist, war das halt, ne? Ein Vorteil, wenn das aufhören würde. Und was bedeutet das jetzt für deine Handlungen, für dich persönlich? Also ich versuche es ja schon länger. Also ich bin eigentlich sowieso immer, ich esse sehr selten Fleisch zum Beispiel. Ja. Ich weiß nicht, ob ich komplett verzichten konnte. Wird vielleicht eine Umstellung sein, aber... Es ist auf jeden Fall eine Umstellung am Anfang, dass man sich einfach was dran gewöhnt. Aber wir sagen halt, sobald du das verstanden hast und auch den Speziesismus verstanden hast, dann ist es kein Verzicht, sondern eine moralische Pflicht. Ja. Weil jedes Mal, wenn du halt auch nur einmal oder selten Fleisch, und ich mache keinen Unterschied zwischen Fleisch und anderen Tierprodukten konsumierst, heißt das, dass du einen Stimmzettel dafür abgehst, dass jetzt gerade in dem Moment ein Tier für dich am Schlachthof steht. Und du kannst dich jetzt entscheiden, und das ist eine schwere Frage, wie viele Tiere sollen für dich noch am Schlachthof stehen? 0 oder viele? Was nimmst du? Gar keine. No, 0. Und was bedeutet das für dich ab jetzt?
mag kein Fleisch mehr, nichts. Und keine tierischen Produkte, Genau. ja. Und klar, am Anfang ist das so scheiße, jetzt bin ich auch so ein Veganer. Weißt du, das ist so voll so Ja, ich plötzlich. Manche Leute sind ja total dagegen, irgendwie habe ich gemerkt. So. Die denken, sie haben so, man geht ja dem Trend nach und so. Aber ich denke mal, dass die eigentlich schon was kurz damit bewirken können. Voll. Das ist ja genauso wie, es war eine Zeit lang komisch, sich für Frauenrechte einzusetzen, Ja. bis Frauen dann halt Ja. ein Wahlrecht bekommen haben. Oder es war komisch, gegen Sklaverei zu sein, bis Sklaven freigelassen wurden. Und du kannst dich jetzt entscheiden, auf welcher Seite der Geschichte du stehen willst, unabhängig davon, was die anderen dann von dir halten. Also wenn du diese Null wählst, dann heißt das einfach Glückwunsch, du bist jetzt vegan. Und das braucht man gar nicht groß auf deinen Nagel hängen, weil im Endeffekt heißt es einfach nur, du lässt jetzt die Tiere in Ruhe. Das ist eine Nichthandlung. Und du brauchst es nicht für mich machen, sondern du kannst mit 90 an diesen Tag zurückdenken und dir sagen, okay, das war zwar krass so, alles, was ich da gehört habe, aber sie hatte recht und ab dem Tag stand für mich nie wieder ein Tier im Schlachthof. Und wir wollen keine Unterschrift von dir, wir wollen kein Geld. Wir sind einfach nur hier, um den Leuten zu vermitteln, was Speziesismus ist und für diese Gerechtigkeit, es ist eine Gerechtigkeitsbewegung, der Veganismus zu kämpfen. Darf ich dir noch eine Karte mit mehr Informationen mitgeben? Ja, warum nicht? Also da drauf ist ein Film, der heißt Dominion, schau dir den an, einfach scannen oder halt diese Adresse hier eingeben. Und wenn du selbst aktiv werden möchtest, und das kannst du von Memes am Klo über Veganismus posten, bis hin zu Straßenaktivismus machen und online gehen damit. Hauptsache, wir erheben unsere Stimme für das, was wir den Tieren bis jetzt angetan haben und dafür, dass sie keine haben, die wir hören können. Bitte mach das. Und vor allem Fundament ist halt vegan leben ab jetzt. Okay, jetzt hätte ich noch eine Frage wegen der Kamera. Ja? Werdet ihr da irgendwo... Also wir filmen alle unsere Gespräche, teilweise für intern, manche bearbeiten wir dann und verpixeln alles. Aber wenn du jetzt sagst, dass du das nicht möchtest, ich finde es halt unglaublich wichtig, ehrlich gesagt, weil diese Gespräche helfen nicht nur anderen Aktivisten, wie man Gespräche führen kann für die Tiere, sondern auch Leute, die sich das einfach von außen anrichten. So, hier kann ich auf der Straße one-on-one mit jemandem reden. Im Internet kann ich teilweise 20, 30, 100.000 Leute erreichen und wir machen alle Menschen unkenntlich. Ja, aber wenigstens halt, dass ich verpixelt werde, das war mal Bitte, ja, kann ich machen. Ja, danke. Bitte. Und danke dir, dass ich das benutzen darf und ich wünsche dir ein schönes veganes Leben. Danke. Danke für deinen Einsatz. Danke. Ciao. Was ist das eigentlich für Aktion? da? Hallo, also wir machen auf die Ja. Tierausbeutung allgemein Finde ich voll und Veganismus. super. Sind Sie schon vegan? Ich bin nicht vegan, aber ich esse nur, wie sagt man das, erstmal nur Bio, generell einmal, sowieso, ich weiß schon, aber ich bin leider Das macht's nicht ganz besser, vegan, ja. esse wenig Fleisch und dann nur Bio. Aber ganz dann ab. sind die Tiere nur ein bisschen tot. Das weiß ich schon, ich finde das voll gut, ich könnte ja gegen, aber ich würde nicht denken, ich verstehe das vollkommen. Ja. Ich meine, ich verstehe schon, Sie wollen sagen, dass Sie auf unserer Seite sind und das unterstützen, aber das Problem ist, Sie sind leider, und Sie haben eigentlich ein gutes Herz, aber Ihre Handlungen sind noch nicht damit im Einklang, was wir hier gerade machen. Weil wir stehen komplett gegen jegliche Nutzung von Tieren, weil Sie wollen nicht zum Schlachthof. Egal wie bio. Ich weiß Ja? es. Und leider ist es nicht nur Fleisch, sondern Milch, Eier, Fische, Lederwaren, alles. Alles, wollen sie ausgebeutet werden für ihren Körper. Schau, ich weiß nicht, wie du heißt, spielt keine Raffaella. Rolle in Raffaella, schau mal. Ich finde das, darf ich aber sagen, ich finde das Weltklasse, was sie macht und ich unterstütze das. Nein, vollkommen. im Moment unterstützen sie es nicht. Im Moment sind sie der Ich weiß Grund schon. dafür, dass wir es machen. Nein. Ja, wie soll ich sagen, Was fehlt Ihnen denn noch, damit Sie einfach vegan leben? Was darf ich Ihnen mitgeben? den Geschmack, dass ich gewisse Sachen, ob es der Pasta Asciutta ist oder ganz egal, oder Also irgendwelche Sachen. vielleicht haben ja. Sie sich noch nicht durchprobiert, aber es gibt ja für ganz viele Sachen mittlerweile Alternativprodukte wie vegane Schnitzel, vegane Burger und so weiter und so fort. Und selbst wenn es das einmal nicht 1:1 gibt, ist das ein Grund, jemanden umzubringen? Es geht aber nicht schon mit sowieso mit der Natur. Ich muss ganz kurz Ja, hier ja, das mit der nein, verstehst Polizei du, klären. ja. Bitte warten Sie kurz, ja? Ich finde es toll, was ihr macht. Ohne Scheiß. Kaum. Das glaube ich auch. Und ich bin einer, glaub mir das, ich bin einer der größten Tierfreunde, die es gibt eigentlich. Das kann ich dir nicht glauben. Ja, ja, dann. Weil im Moment schickst du deine Freunde ins Schlachthaus, dann bist du doch kein Tierfreund. Ja, das weiß ich schon. Nein. Ja, aber dann bist ich du meine, doch das kein heißt ja nicht, ich Tierfreund. meine, dass ich nicht alle hören wir zu, es geht einfach um das Grundprodukt. Und eins, ich meine, das Argument von dem ist leider, dass die Welt, ich weiß schon, was mir am Arsch geht, ist die Tierindustrie und die Industrie, diese Schlachtindustrie, die ganze Scheißindustrie. Finde ich mega scheiße, also richtig scheiße. Ja. Aber gleichzeitig finanzierst du sie. Nein, schau mal, ich bin wenigstens so weit, ja, dass ich nur Bio und nur fair oder was ich Ja, das so ist Sündenablasshandel. Aber bist du falsch, es tut mir leid. Okay? Nein, solange du Aber nicht die Welt vegan nicht- lebst, bist aber du leider eins kein Tierfreund. Eins muss ich da ganz ehrlich sagen, die Welt ist leider geschaffen, dass
ganz egal ob Tiere, Menschen, verstehst du das? Ich meine, schau, Tiere essen auch Tiere, okay? Ja, aber Wieso du musst ja nicht. warum glaubst du die nicht an? Ich meine, Du bringst alle Argumente, du weißt, dass sie total dämlich sind. Weil nur weil Tiere andere Tiere essen, ist das kein Grund für dich, auch Tiere zum Schlachthof zu schicken. Tut mir leid, du bist ein Heuchler.